Hi und willkommen hier im Erster Tech Lab. Mein Name ist Christian und heute wird das Motto sein, günstiger geht's nicht. Wir schauen uns den Martian 2 220 von Banggood an und was man bei so einem Preis alles erwarten kann. Die einen versuchen, das leichteste Frame zu bauen, die anderen das günstigste. Doch wenn man den angestrebten Verkaufspreis nach unten schraubt, muss wohl oder übel irgendwas auf der Strecke bleiben. Entweder die Verarbeitung, Qualität oder vielleicht das Design. Wir schauen, was man bei so einem Preis erwarten kann und gehen gleich zu den Eckdaten über. Man sagt ja, normalerweise bekommt man für wenig Geld auch nicht viel. Aber mit 143 Gramm ist der Frame ein schweres Stück Carbon, wo man sich ausnahmsweise wünschen würde, dass man weniger fürs Geld bekommt. Mit 220 mm Motordiagonale ist er ausgelegt für 5 Zoll Props und auch 5,1 Zoll sollten hier kein Problem sein. Der Martian 2 ist ein X-Frame im Split-Body-Style. Das heißt, man kann die Arme, welche ca. 4 mm dick sind, abnehmen und einzeln austauschen. Bei den Außenabmessungen liegen wir bei 24,8 cm in der Breite, 4,9 cm in der Höhe und 20,1 cm in der Länge. Nun nur noch zum Preis und hier muss ich sagen, ich habe noch kein günstigeres Frame gesehen. Mit 26 € ohne Rabatte, und die gibt es bei Banggood oft, würde ich behaupten, dass dies eines der günstigsten Frames ist, welches auf dem Markt überhaupt gibt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem eigentlichen Frame auch noch eine Art PDB, welches Teil der gesamten Konstruktion ist, und sowie ein XT60 Stecker und ein paar Ersatzschrauben. Im Grunde ist das aber wie bei vielen Frames genauso. Ach ja, was soll ich sagen? Hier fängt es schon an. Die Verarbeitung ist gelinde gesagt bescheiden. Der Fräser wurde auf jeden Fall gequält und ist schon weit über seine Laufzeit hinaus. Die Schichten des Carbons fangen schon an manchen Stellen an, sich abzulösen, und bei diesem Frame würde ich sagen, damit man es überhaupt benutzen kann, dass man noch viel feilen muss und versuchen sollte, die Kanten mit Epoxidharz oder zumindest mit Sekundenkleber zu versiegeln. Die Verbindungen passen in der Regel, was aber eher großzügigen Lochtoleranzen zu verdanken ist. Bei der Qualität des Carbons, da kann ich nur meinen subjektiven Eindruck wirken lassen, und der lässt mich zweifeln, ob dies überhaupt Kohlefaser ist. Also spätestens bei der Konstruktion muss man erwähnen, dass das Design geklaut ist. Impulse RC hat mit dem Alien 5 vor sehr langer Zeit einen in den USA beliebten Frame herausgebracht, welcher hier ganz klar als Vorlage diente. Man muss sich also im Kopf behalten, dass dieses Design von einem Frame abstammt, welcher rund $120 kostet. Und somit fange ich auch gleich an, dass an diesem Design wirklich absolut gar nichts Besonderes ist und nahezu schon fast langweilig wirkt. Bodenplatte, Aluspacer, Topplate, 4 Arme und das war's.
Lediglich der Versuch des beigelegten PDBs ist, ja, nett gemeint, aber ohne 5 und 12 Volt Back eben nur ein Versuch. Und ja, ich nenne es PDB, denn das steht für Power Distribution Board, was frei übersetzt Stromverteilungsbrett bedeutet, und mehr macht dieses Ding auch nicht. Der XT60-Stecker, der mitgeliefert wird, würde auf dem PDB aufgelötet nicht lange halten und sollte daher mit einem kleinen Kabel vom Frame entkoppelt werden. Bei der Halterung für die FPV-Cam haben sie ja nicht besonders gut abgeschaut und eine Veränderung gemacht. Es gibt jetzt nur noch 3 Winkelstufen und wenn man einen Winkel ändern will, dann muss man das halbe Frame auseinanderschrauben. Ansonsten sollte mit 28 mm genug Platz zwischen den Seitenteilen für die wohl meisten FPV-Cams sein. Ja, eine Halterung für die Actioncam gibt es nicht. Man hat aber ausreichend Platz, jede mögliche Actioncam und Halterung zu befestigen. Und da dies ja ein Klon ist, finden sich sicherlich schon einige 3D-Druckteile auf Thingiverse oder anderen 3D-Plattformen. Ach ja, hin und wieder erstelle ich zu den Frames, die ich hier zeige, auch 3D-Druckteile wie zum Beispiel Motorprotektoren und Actioncam-Halterung. Da ich aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht genau weiß, ob und wann ich solche Teile online stellen werde, schaut einfach mal auf meinem Thingiverse-Account vorbei. Dort könnt ihr mir dann auch folgen und seid immer auf dem Laufenden. Den Link hierzu, den findet ihr in der Beschreibung. Ich will es kurz machen. Ich habe viel kritisiert und an dem Design gemeckert. Aber man muss sich noch mal vor Augen halten, dass dieses Frame gerade mal 26 € kostet. Also egal wie schnell ein Arm kaputt geht oder wie lange man das Carbon bearbeiten muss, bis man es benutzen kann, bei so einem Preis nimmt man doch eigentlich fast alles in Kauf. Wer also ganz neu im Sport ist, wer einfach mal was ausprobieren will und schon damit rechnet, dass es einen Crash gibt, wer Zeit hat, oder einfach mal was Neues ausprobieren will, was anderes. Ja, dem sei gesagt, kauf dir das Frame, denn du kannst nicht wirklich viel falsch machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Frame findet und freue mich auf eure Kommentare. Ich finde es klasse, dass ihr wieder dabei wart und hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like und Subscribe. Ansonsten sagt mir doch, was euch nicht gefallen hat und was ihr euch wünscht. Falls noch Fragen zum Frame offen sind, dann freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar oder ihr schaut einfach mal auf unserer Facebook-Seite Erster vorbei. Um immer aktuell zu bleiben, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Dort gibt es bei uns anstehende Themen immer als erstes. Ich verabschiede mich aus dem Erster Tech Lab, freue mich beim nächsten Review euch wieder dabei zu haben und sage bis dahin fly safe and have fun.